Dieselheizung, Kompressorkühlschrank, ein modernes Interieur und ein großes Heck-Doppelbett mit einem ganz tollen Raumgefühl bis nach vorne durch. Das ist der Westfalia Amundsen 600D, der hier links von mir steht. Und den schauen wir uns in diesem Video ganz genau an, messen ihn, schauen, was die Details sind, wie wir mit bestimmten Dingen klarkommen. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Für wen kommt der Westfalia Amundsen 600D am ehesten in Frage? Grundsätzlich muss man sagen, wir finden hier alle Tugenden, die Westfalia sich auf die Fahne geschrieben hat, wieder. Wir setzen konsequent auf eine Dieselheizung, wir setzen konsequent auf einen Kompressorkühlschrank, wir haben konsequent ein sehr modernes Interieur und ein großzügiges Raumgefühl. Durch dieses konsequente Verzichten auf Gas habt ihr einen riesengroßen Stauraum. Das Ganze macht der Amundsen im Vergleich zu dem Westfalia Columbus in einer etwas abgespeckteren Variante. Also wir haben eine Truma Dieselheizung anstelle der Warmwasser-Fußbodenheizung. Also es sind ein paar Sachen weggelassen. Dafür haben wir aber auch einen wahnsinnig großen Preissprung zwischen beiden Fahrzeugen. Wenn ich die gleiche Motorisierung, die gleiche Grundausstattung zugrunde lege, dann haben wir nahezu 10.000 € Preisdifferenz zwischen einem Columbus 600 und zwischen einem Amundsen 600. Die, wenn ihr euch die Grundrisszeichnung anschaut, erstmal exakt gleich aussehen. Und wie der Amundsen 600D von innen ausgestattet ist, das schauen wir uns jetzt in dem Video ganz genau an, damit ihr gucken könnt, ob das für euch in Frage kommen würde. So wie er hier steht, also der Amundsen 600D ist auch 5,99 Meter lang, normaler Ducato, normale Höhe, also in dem Sinne wahrscheinlich der meistverkaufte Grundriss in der meistverkauften Länge in der Kastenwagenwelt. Das, was ihr hier seht, ist die Außenfarbe Imperial Blau. Und wir haben hier ein Leitchassis aufgelastet auf 3,5 Tonnen mit den 16 Zoll Leichtmetallfelgen. Zum Modelljahr 21, das ist ja das, was wir hier sehen, gibt es jetzt zwei verschiedene Felgen. Und zwar gibt es einmal die zweifarbigen Felgen, so wie hier. Oder hier stehen so schön viele Fahrzeuge, ich weiß nicht, ob man das da hinten an dem Grauen sehen kann. Das ist die gleiche Felge, aber durchgehend matt schwarz. Das ist die Alternative, die kommt, wenn ihr euch matt schwarze Leichtmetallfelgen 16 Zoll bestellt. Wir haben die 3,70 Meter große Thule-Markise mit drauf und das, was bei Westfalia immer ganz nett ist, wenn ihr das Chassis-Komfort-Paket bestellt, was ihr in der Regel tut, weil da alle wichtigen Sachen drin sind, da ist zum Beispiel diese LED-Regenleiste mit drin, die wir bei ganz vielen anderen Fahrzeugen sonst nachrüsten. Hatte ich gesagt, dass die Außenfarbe Imperial Blau ist? Ja. Gut. Dann schauen wir uns jetzt an, wie der Heckstauraum ist, weil das bei diesem Fahrzeug sicherlich einer der Punkte ist, wo man sucht ja immer nach den Unterscheidungen, was macht dieses Auto wirklich besser und anders als andere Fahrzeuge. Und bei dem ist es definitiv der Heckstauraum, weil durch den Verzicht auf Gas einfach da viel mehr Platz ist als in anderen Fahrzeugen. Und das messen wir jetzt als erstes mal ganz genau. Wenn man den Blick von hinten in den Amundsen 600D von Westfalia wirft, dann sieht man auf den ersten Blick, hier ist mehr Platz als in den meisten anderen Fahrzeugen. Ich glaube sogar ein bisschen mehr Platz als im Columbus 600. Wir haben halt in dem Bereich dort hinten ein Fach für eine Gasflasche, für eine 5-Kilo-Flasche in diesem Fall, weil das eben auch reicht, weil ihr mit Gas nur kocht. Von den Maßen, die hier sind, ist es so, dass wir hier, wo habe ich meinen? Da. Am Eingang 75 cm sozusagen, unterhalb der Matratze, wo es ein bisschen höher ist, 82 cm in der Höhe. Und dann haben wir hier in der Tiefe knapp 75 cm und da 1,34 bis vorne zur Tür. Also einfach einen sehr, sehr großen Stauraum. Und das Tolle hier ist halt, dass der hintere Bereich komplett freigeräumt ist. Da haben wir 1,86 in der Breite, weil bei den meisten Kastenwagen habt ihr eben auf dieser Seite den Gaskasten und auf dieser Seite den Frischwassertank. Und Westfalia hat halt hier gesagt, wir räumen das komplett frei hinten rum, machen einen Frischwassertank, der direkt an den Radlauf angepasst ist, eine Gasflasche und dadurch wird es halt viel mehr Raum. Ja, wo holt der Amundsen seine Preisdifferenz her? Das ist natürlich kein 10.000 € günstiger, macht keiner, ohne irgendwo den einen oder anderen Euro einzusparen. Hier ist es zum Beispiel ein anderes Konzept in Sachen Bett. Wir haben hier einen Lattenrost, sicherlich auch hochwertig und auch gut unterlüftet, aber es ist eben nicht das punktelastische Lattenrost, was ihr beim Westfalia Columbus habt.
Und da drauf haben wir eine gute Matratze, aber eben nicht die Frohlich-Kaltschaum-Matratze, die wir im Columbus haben. Das sind so die Kleinigkeiten, wo man einfach ganz klar sagen muss, man kann schon an der einen oder anderen Ecke sehen, dass ein bisschen was gespart wurde. Ob die Preisdifferenz gerechtfertigt ist, muss jeder da für sich selber entscheiden. Nur ich kann euch ganz klar sagen, wenn ihr irgendwo in Frankreich am Strand steht, ist wichtig, dass ihr aufs Meer guckt und das gut aussieht und das Wetter mitspielt. Da ist manchmal nicht ganz so relevant, womit ihr da hingefahren seid. Da in der Ecke, das ist ja Westfalia typisch bei den ganzen Columbus und Amundsen Modellen, habt ihr die Außendusche, wenn ihr sie dazu bestellt. Das ist, glaube ich, ein super praktischer Platz, weil man es rausnehmen kann, hinten hinterm Auto so ein bisschen geschützt, hier zwischen den Türen sich duschen kann. Das Tolle hier ist, wir haben warmes und kaltes Wasser. Das heißt, man kann richtig komfortabel duschen, wenn man vom Meer zurückkommt. Oben drüber haben wir ein großes Doppelbett. Anders als bei den meisten anderen Fahrzeugen ist es ein richtig quadratisches Bett. Also wir haben nicht irgendwie am Fußende ein ausgespartes Ende, sondern wir haben ein Fahrzeug, was auf der vollen Breite die volle Länge hat, sozusagen, halt wie ein quadratisches Bett. Wir haben 1,95 in der Länge von Wand zu Wand und Matratzenbreite 1,40 Meter. Das, was Westfalia sehr typisch immer macht bei allen Fahrzeugen, ist, dass sie bei den Querbetten die Fenster an den Seiten komplett weglassen, um eine längere Liegelänge zu generieren. Weil einfach, wenn du so einen Rahmen hier mit da drauf nehmen würdest, das auf jeder Seite 2-3 cm der gefühlten Länge wegnehmen würde. Und so ist das Bett eben wirklich 1,95, echt lang. Und ich kann da drauf zum Beispiel hervorragend mal eine ganze Nacht oder auch einen ganzen Urlaub schlafen. Der Amundsen 600D hat vor allem hier vorne eine super großzügige Sitzgruppe, in der man sich von Anfang an wohlfühlt. Was ich bei Westfalia da immer gerne mag, ist, dass sie sich wirklich einen Aufwand machen und die Polster fest aufpolstern. Das heißt, nicht einfach nur ein Kissen drauflegen, Kissen an die Wand lehnen, sondern wirklich eine Sitzbank haben, hier mit so ausgeformten Rückenstützen, Dreipunktgurte sind klar, aber auch auf beiden Sitzen, sowohl hier als auch da, echte Isofix-Befestigungspunkte haben. Dazu ist die Sitzbank immer aufklappbar. Wir haben hier im vorderen Bereich die Truma-Heizung drunter, da wo ihr jetzt nicht hingucken könnt. Das ist eine Dieselheizung beim Amundsen 600D. Und bei fast allen Fahrzeugen, die jetzt neu entwickelt werden, werden die Heizungen insgesamt halt oft in der Sitzbank untergebracht. Das hat einfach den Vorteil, dass da, wo ihr lebt, es schneller warm wird. Und da, wo man die Wärme nicht so braucht, wie bei den Fahrzeugen, wo die Heizung oft unter dem Bett ist, dass es ein bisschen später warm wird. Aber es ist halt von der Wärmeverteilung viel eleganter hier. So geht aber eben auch der Rest unter der Bank nicht verloren und vor allem kommt man komfortabel mit einem Handgriff dran. Wenn ich den Tisch aufbauen will, sitzt der hier oben drin. Den hole ich uns mal kurz raus. Der hat bei Westfalia immer einen festen Platz hier oben drin, damit ich ihn während der Fahrt wegnehmen kann und verstauen kann, damit Durchstieg und alles großzügig ist. So, leicht von oben reingehängt, kann ich den hier reinstellen und habe dann die Möglichkeit, ihn einzuhängen, wo ich ihn haben will und habe so eine absolut gemütliche Sitzposition und bin auch relativ weit weg von meinem Gegenüber. Der Abstand, um hier unseren Nasszellen-B-Säulen-Vergleichskoeffizienten zu ermitteln, ist 1,30 Meter.
Da bräuchte ich übrigens noch einen guten Namen für diesen Referenzwert, damit man einfach weiß, was gemeint ist. Also 1,30 Meter von der Wand der Nasszelle bis hierhin, damit man einfach ein Gefühl dafür bekommt, wie groß die Sitzgruppe ist. Und wenn ich das Maßband schon in der Hand habe, der Tisch ist der typische 40 cm Tisch bei Westfalia, 92 cm tief und hier, wo ist die Entriegelung? Da. Das Ganze eben auch mit dem Schwenkteil. Ja, wenn ich mich mit der Preisgestaltung vom Amundsen 600 auseinandersetze, das ist jetzt die Preisliste fürs Modelljahr 21, also wir haben hier wirklich ein brandneues Fahrzeug, dann ist es bei Westfalia so, dass man, glaube ich, die wichtigsten Sachen zusammenfassen kann. Und zwar gibt es 3 Pakete. Es gibt einmal ein Chassis Plus Paket, das deckt nahezu alles ab, was ihr für den Fiat braucht. Es gibt ein Komfortpaket, da sind solche Sachen wie Solaranlage, die iNet-Box für die Truma-Heizung, das heißt eine Fernsteuerung für die Truma-Heizung, die zusätzliche Batterie, Lederlenkrad, Regen- und Lichtsensor und solche Dinge schon von Haus aus mit drin. Und dann gibt es das Westfalia Winterpaket. Die Autos sind ja bei Westfalia alle relativ stark auf Wintereinsatz oder ganzjährigen Einsatz getrimmt. Und wenn ich das Winterpaket nehme, dann kriege ich zusätzlich zu der Dieselheizung noch die E-Version, das heißt die Elektroheizpatrone. Steht hier also auf dem Campingplatz mit eingestöpseltem Strom, könnt ihr heizen und warm Wasser über Strom machen. Und da hole ich mir eigentlich das Beste aus beiden Welten zusammen. Stehe ich frei, habe ich die absolute Unabhängigkeit über die Dieselheizung. Stehe ich auf dem Stellplatz, habe ich über den Strom die Möglichkeit, das Auto warm zu machen und das Wasser warm zu machen, ohne dass ich irgendjemand mit potenziellen Dieselabgasen vielleicht stören würde. Ansonsten ist im Winterpaket die Sitzheizung noch mit drin und der Abwassertank ist zusätzlich beheizt und Schiebe- und Hecktüren sind besser isoliert. Aber grundsätzlich ist es eben so, der Grundpreis vom Amundsen 600D ist 42.190 €. Packe ich das Chassis Komfortpaket mit rein, 3.000 € drauf, bin ich bei 45.000 €. Winterpaket bin ich bei 47.000 €. Und wo ist es hin? Und das zweite Komfortpaket bin ich bei ungefähr 48.500 €. Und damit habe ich ein Fahrzeug, was wirklich alles kann. Mit allem, was das Herz begehrt. Und ich glaube, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut passt und vor allem in diesem Umfeld. Wir haben einen super schicken Möbelbau mit den weißen Fronten, mit diesen leicht kalkigen Hölzern. Finde ich sehr modernes Interieur und nach dem Facelift zum letzten Jahr mit den neuen Polstern ist der Amundsen auch wirklich eine Baureihe, wo ich mich reinsetze und sage, ja, damit könnte ich gut in den Urlaub fahren, der gefällt mir. Die Küche vom Amundsen 600D ist super großzügig gehandhabt. Wir haben hier eine riesengroße Arbeitsfläche, auf der ich wunderbar arbeiten kann. Vor allem, weil ich auch wieder Westfalia typisch hier den echten Bewegungsfreiraum habe. Wer sagt, so viel Arbeitsfläche brauche ich nicht, aber ich hätte gern mehr Stauraum, der kann den Kühlschrank auch nach oben gesetzt bestellen. Dann wird das hier Kleiderschrank und der Kühlschrank ist auf Augenhöhe. Aber ihr könnt mich ja einfach mal als Referenz nehmen. So passe ich dann hier nicht hin, weil hier der Kühlschrank losgeht. Also ich habe dann eine klarere Trennung Schlafen, Wohnen. Aber es ist halt durchaus auch ein relativ enges Fahrzeug dann. Für mich, das kann ich ganz klar sagen, ist die Großzügigkeit durch nichts zu ersetzen. Wer jetzt sagt, da fehlt mir der Kleiderschrank, dem sei gesagt, hier drüben hat Westfalia einen kleinen Abstand gelassen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, Jacken und sowas hier mit reinzuhängen. Und auch für denjenigen, der einen Fernseher mitnehmen will, ist hier oben dran gedacht, dass wir den Fernseher hier wunderbar hinmachen können. Und diese Ablage ist auch, glaube ich, sehr praktisch. Vor allem mit der 230 Volt und 12 Volt Steckdose da hinten und nochmal USB hier vorne, dass man das wirklich als Ablage im Alltag gut nehmen kann. Ja, wenn ich mein Gemüse hier geschnippelt habe, dann habe ich davor diese Spülen-Kocher-Kombi mit einem normalen Zweiflammenkocher. Eine etwas kleinere, eine etwas größere Flamme. Aber ich kann eben auch hier, wenn ich das rausnehme, wunderbar alles, was übergekocht ist oder wo ich was daneben habe, fallen lassen, ins Waschbecken wischen und kann es damit, glaube ich, sehr, sehr gut sauber halten. Und ich finde, geschlossen mit dem schwarzen Glas ist das auch optisch eine sehr ansprechende Sache. Darunter haben wir Besteckschublade mit ein bisschen Ablagefläche daneben. Und natürlich die normalen Schubladen darunter auch. Die sind jetzt nicht ultra tief, aber so, dass man damit gut arbeiten kann. Und die ganzen Fronten halt mit so einer, das kann man ja im Video immer, das ist so eine matt weiße Soft-Touch-Oberfläche. Das mag ich gerne anfassen. Und ich finde, es harmoniert prächtig mit dem Holz, was Westfalia für den Amundsen genommen hat.
Unter der großen Arbeitsfläche haben wir einen normalen, ja, es dürfte ein 90 Liter Kühlschrank sein. Wie gesagt, das ist ein Kompressorkühlschrank. Deswegen für diejenigen von euch, die gerne auch mal frei stehen, die zweite Batterie ist beim Kompressorkühlschrank meiner Meinung nach Pflicht, wenn man frei stehen will. Und im Idealfall packt ihr auch noch eine Solaranlage mit drauf. Und damit habt ihr dann 100% autarkes Fahrzeug, zumindest die ganzen Sommermonate über. Hinten anschließend haben wir das Bett. Hier ist nochmal eine kleine Ablage mit drin, wo auch unten drunter, das kann man jetzt nicht sehen, aber nochmal eine Hängemöglichkeit ist, wo man auch nochmal was verstaut. Und gegenüber von der Nasszelle, gegenüber von der Küche haben wir hier auf der anderen Seite die Nasszelle, die auch, bevor wir in die Nasszelle gehen, nicht vergessen, die Höhe zu messen. Wir haben hier 1,89 Meter. Ich möchte mich nochmal bei dem unbekannten Tippgeber für das Messen von oben nach unten bedanken. Ich weiß nicht, warum wir da nicht selber drauf gekommen sind. Also 1,89 Stehhöhe im normalen Fahrzeug. Hier in der Nasszelle ein bisschen weniger. Hier sind es 1,87, also nur 2 cm weniger. Ja, die Nasszelle ist eine normale quadratische Nasszelle. Wir haben keine Zaubersachen wie Schwenkbad, Raumbad und all solche Dinge, wie sie die Wettbewerber oft machen, weil Westfalia eben sagt, so oft duschen die Leute nicht und wenn ich im Auto nicht dusche, dann habe ich einfach viel mehr davon, wenn ich mich auf der Toilette vernünftig bewegen kann, wenn ich sitzen kann, wenn ich die Tür zumachen kann und einfach das komfortabel drin habe. Wenn ich im Auto duschen sollte, ist das Prinzip bei Westfalia, dass ihr nur zur Tür hin einen Vorhang habt. Dadurch ist die Bewegungsfreiheit kaum eingeschränkt und man hat auch nicht diesen anschmiegsamen Effekt, den der Duschvorhang sonst so mit sich bringt. Ansonsten würde ich sagen, das ist mit klaren Linien zweckmäßig eingerichtet. Was ich super finde, ist, dass wir hier einen Schrank haben, natürlich 2 Türen, wo ich richtig viel reinbringe. Das machen wir mal wieder zu. Und praktisch dazu hier über mir den Wäschetrockner, so ein feuchte Sachen abhängen kann. Und anders als in den meisten Fahrzeugen, normalerweise haben wir in den Nasszellen eben so kleine 28 x 28 Dachhauben. Hier haben wir wirklich eine 40 x 40 Dachhaube. Ist das jetzt der Zeitpunkt für die Verabschiedung? Auf der Toilette sitzend? Ich weiß nicht, wir probieren das heute mal. Also, ich hoffe, ihr habt einen ganz guten Eindruck vom Westfalia Amundsen 600D bekommen. Wer jetzt noch überlegt, Grundriss gefällt mir, aber ich hätte gern ein bisschen mehr Innovation im Fahrzeug, der schaut sich einfach einen Columbus 600 und einen Columbus 601D nochmal in Ruhe an von Westfalia. Das verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. Und wer sagt, die Preisklasse gefällt mir, aber irgendwie hätte ich gern noch das ein oder andere mit dabei, schaut euch einfach auch mal an. Zum Beispiel gibt es bei Pössl im Modelljahr 21 jetzt den Pössl Twin S als neues Modell. Das ist ein Fahrzeug, was einen relativ ähnlichen Grundriss hat. Und wenn ihr andere Nasszellen haben wollt, zum Beispiel könnte euch ein Pössl Summit 600 Plus gut gefallen oder auch der Pössl Twin R Plus. Und alle unsere Marken mit ins Spiel gebracht. La Strada hat natürlich auch 6 Meter Grundrisse. Da wäre der Avanti L vergleichbar mit diesem Fahrzeug und der Avanti XL hat den gleichen Grundriss, aber mit Doppelboden und sehr viel mehr Stauraum. So, das waren jetzt sehr viele Hausaufgaben. Also schaut euch die Videos alle ganz in Ruhe nacheinander an. Wenn ihr damit fertig seid, würde ich mich freuen, euch in einem der nächsten Videos begrüßen zu dürfen. Bis dahin, viel Spaß und bis bald.